Lektion 1: Fluginformationen. Wissen Sie, an welchem Datum oder an welchem Flug von hier abgeflogen wird? Schauen wir uns den Monitor dort drüben an, um die neuesten Informationen zu finden. Das klingt nach einem guten Plan. Ich möchte sicherstellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Absolut. Es ist immer besser, die Flugdetails noch einmal zu überprüfen. Außerdem können Sie auf diese Weise Überraschungen in letzter Minute am Flughafen vermeiden. Ja, und ich werde mich wohler fühlen, wenn wir alles bestätigt haben. Genau. Wenn wir unsere Flugdaten kennen, können wir den Rest des Tages besser planen. Und wir können uns entspannter fühlen, da wir wissen, dass wir vorbereitet sind. Das stimmt, eine gute Organisation reduziert den Stress auf Reisen. Lektion 2: Haarschnittvorlieben. Wie hätten Sie Ihren Haarschnitt gern, Sir? Auf beiden Seiten kurz, hinten nicht so stark. Das klingt nach einem klassischen Stil, der ordentlich und pflegeleicht ist. Genau. Ich bevorzuge etwas, das gut aussieht, ohne zu viel Aufwand. Ich verstehe, manchmal ist Einfachheit die beste Wahl. Außerdem ist es wichtig, einen Haarschnitt zu haben, der zu Ihrer Gesichtsform passt. Auf jeden Fall. Ein guter Haarschnitt kann Ihr Selbstvertrauen enorm stärken. Deshalb lasse ich mir bei der Entscheidung für einen Stil immer Zeit. Und es ist toll, dass Sie wissen, was Sie wollen. Vielen Dank. Ich glaube, dass die Kommunikation mit Stilisten entscheidend ist. Lektion 3: Eine Uhr finden. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen, eine Uhr zu finden? Natürlich. Welchen Stil suchst du? Ich interessiere mich für etwas Klassisches, aber dennoch Stilvolles, vielleicht mit einem Lederarmband. Das klingt zeitlos, Lederarmbänder sind immer in Mode. Genau. Sie können sowohl lässige als auch formelle Outfits ergänzen. Ich stimme zu, es ist vielseitig und daher eine großartige Investition. Außerdem möchte ich etwas Langlebiges, das jahrelang hält. Das ist clever, denn Qualität ist genauso wichtig wie Stil. Mal sehen, welche Optionen wir finden, die diese Kriterien erfüllen. Lektion 4: Das Leben steht im Weg. Manchmal kommt einem das Leben in die Quere. Ich verstehe vollkommen, dass das eine Herausforderung sein kann. Ja, es ist leicht, von allem, was um uns herum passiert, überwältigt zu werden. Und wenn das passiert, ist es wichtig, Prioritäten zu setzen für das, was wirklich wichtig ist. Genau. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, das für Sie funktioniert. Manchmal ist es notwendig, einen Schritt zurückzutreten, um die Perspektive wieder zu erlangen. Ich stimme zu. Wir alle brauchen Zeit zum Nachdenken und Auftanken. Und es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten, wenn einem alles zu viel wird. Auf jeden Fall. Die Unterstützung anderer kann einen großen Unterschied machen. Gemeinsam können wir die Höhen und Tiefen des Lebens effektiver meistern. Lektion 5: Kundenbeziehungen. Um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen, sollten wir die Kundenbeziehungen kontinuierlich überwachen. Das stimmt. Die Pflege starker Beziehungen kann zu Folgeaufträgen und Loyalität führen. Genau. Es geht nicht nur darum, etwas zu verkaufen, es geht darum, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Richtig. Die Einbindung und Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse ist für den langfristigen Erfolg entscheidend.
Und Feedback ist wichtig, es hilft uns, Ihre Erfahrungen zu verstehen und unsere Dienste zu verbessern. Absolut. Regelmäßiges Einchecken zeigt, dass uns Ihre Meinung wichtig ist. Ganz zu schweigen davon, dass sich dadurch Möglichkeiten für neue Produkte oder Dienstleistungen ergeben können. Ja. Die Zufriedenheit unserer Kunden sollte immer oberste Priorität haben. Gemeinsam können wir ein positives Umfeld schaffen, das starke Beziehungen fördert. Lektion 6: Analyse des Problems. Hat es Ihnen gefallen? Absolut, Ihre Analyse des Problems war aufschlussreich. Vielen Dank. Ich habe versucht, alle Aspekte zu berücksichtigen, um ein umfassendes Bild zu vermitteln. Das war auf jeden Fall zu sehen und ich habe die Tiefe Ihrer Argumentation sehr geschätzt. Ich denke, es ist wichtig, tiefer zu graben, um die Auswirkungen vollständig zu verstehen. Ja, und Ihre Punkte haben einige großartige Diskussionen ausgelöst. Das freut mich zu hören, denn in Diskussionen lernen wir am meisten. Genau. Der Austausch unterschiedlicher Standpunkte bereichert unser Verständnis. Ich freue mich darauf, beim nächsten Mal mehr von Ihren Gedanken zu hören. Ebenso. Lassen Sie uns gemeinsam weiter analysieren und lernen. Lektion 7: Fitnessroutine. Ich habe etwas Cardio- und Krafttraining gemacht. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Ich versuche, mindestens 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen, um fit zu bleiben. Das ist großartig, Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erreichen von Ergebnissen. Genau. Es ist auch wichtig, den Alltag abwechslungsreich zu gestalten, damit es interessant bleibt. Ich stimme zu. Ich wechsle auch gerne zwischen Cardio- und Krafttraining. Es hilft, verschiedene Muskelgruppen gezielt zu trainieren und Langeweile zu vermeiden. Außerdem ist es motivierend, im Laufe der Zeit Fortschritte zu sehen. Das stimmt. Ziele setzen kann dir wirklich dabei helfen, konzentriert zu bleiben. Fordern wir uns gegenseitig heraus, unseren Fitnesszielen treu zu bleiben. Lektion 8: Kosten und Coupons. Einverstanden, die Gesamtkosten waren angemessen, ich habe einige Coupons verwendet, um ein paar Dollar zu sparen. Das ist super. Mit Gutscheinen können Sie Ihr Budget deutlich schonen. Auf jeden Fall. Ich schaue immer nach Angeboten, bevor ich etwas kaufe. Das ist ein kluger Ansatz, auf lange Sicht hilft jedes bisschen. Und es ist befriedigend, nach einiger Suche ein gutes Angebot zu finden. Auf jeden Fall. Es macht das Einkaufserlebnis noch lohnender. Außerdem können wir dadurch für andere Dinge etwas mehr Geld ausgeben. Genau. Geld sparen eröffnet Möglichkeiten für tolle Erlebnisse. Lassen Sie uns weiterhin Tipps zum Sparen austauschen, es ist für uns beide von Vorteil. Lektion 9: Friedliche Lösungen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Regierungen auf ihre Bevölkerung hören und friedliche Lösungen finden. Ich stimme voll und ganz zu. Für den Fortschritt in der Gesellschaft ist Dialog unabdingbar. Ohne Kommunikation können Missverständnisse zu Konflikten führen. Genau. Es ist wichtig, eine Kultur des Respekts und des Verständnisses zu fördern. Und wenn die Menschen das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird, sind sie eher bereit, mitzuarbeiten. Ja, kollaborative Lösungen können eine stärkere Community schaffen. Setzen wir uns für offenere Diskussionen über wichtige Themen ein.
Ich bin voll und ganz dafür, Veränderung beginnt damit, dass wir proaktiv sind. Gemeinsam können wir andere dazu ermutigen, sich an sinnvollen Gesprächen zu beteiligen. Lektion 10: Datenübertragung. Mit dem Aufkommen der Technologie wurde die Notwendigkeit, Daten von einem Computer auf einen anderen zu übertragen, zu einem großen Problem. Ja, es ist für die Effizienz unerlässlich, insbesondere in einer Welt, die stark auf digitale Kommunikation angewiesen ist. Genau. Die Gewährleistung einer sicheren Datenübertragung ist entscheidend für den Schutz vertraulicher Informationen. Ich stimme zu, Verschlüsselung spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherheit unserer Daten während der Übertragung. Darüber hinaus hat sich die Geschwindigkeit der Datenübertragung im Laufe der Jahre dramatisch verbessert, was ein großer Vorteil ist. Es ist beeindruckend, wie sich die Technologie weiterentwickelt hat, um den Anforderungen unseres schnelllebigen Lebens gerecht zu werden. Dank Fortschritten wie Cloud-Speicher ist das Teilen von Dateien einfacher denn je geworden. Ja, und wir müssen hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen, die wir zum Schutz unserer Daten ergreifen, wachsam bleiben. Bleiben wir über die neuesten Technologien auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass wir Daten sicher und effizient übertragen. Lektion 11: Krafttraining. Bauen Sie auch Krafttraining in Ihren Alltag ein? Absolut. Krafttraining ist ein wichtiger Bestandteil meines Fitnessprogramms, da es mir hilft, Muskeln aufzubauen und meine allgemeine Kraft zu verbessern. Das macht Sinn. Ich habe einen deutlichen Unterschied in meiner Leistung festgestellt, seit ich damit angefangen habe. Genau. Es steigert nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern kurbelt auch den Stoffwechsel an. Ich stimme zu. Außerdem ist es ermutigend, mit der Zeit Fortschritte beim Heben schwererer Gewichte zu sehen. Auf jeden Fall. Persönliche Rekorde aufzustellen kann unglaublich motivierend sein. Und für einen ganzheitlichen Ansatz ist es wichtig, sowohl Cardio als auch Krafttraining im Gleichgewicht zu halten. Ja, durch die Mischung bleibt das Training interessant und der Nutzen wird maximiert. Ich bin inspiriert, weiterhin an meine Grenzen zu gehen und meine Kraft noch weiter zu verbessern. Lektion 12: Schwache Knie. Manche Menschen haben das Gefühl, sie hätten weiche Knie und ihre Beine fühlen sich an, als wären sie aus Gummi. Das ist besorgniserregend. Es kann für diejenigen, die aktiv bleiben möchten, ziemlich einschränkend sein. Genau. Es ist wichtig, sich um Beschwerden zu kümmern, um einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Und oft können Kräftigungsübungen helfen, dieses Schwächegefühl zu lindern. Ja, auch die Physiotherapie kann wertvolle Strategien zur Besserung liefern. Ich habe gehört, dass richtige Aufwärm- und Abkühlroutinen ebenfalls wichtig sind. Absolut. Sie helfen, die Muskeln und Gelenke auf die Aktivität vorzubereiten. Es ist faszinierend, wie viel Pflege und Aufmerksamkeit unser Körper braucht, um richtig zu funktionieren. Gemeinsam können wir andere dazu ermutigen, proaktiv etwas für ihre Gesundheit und Fitness zu tun. Lektion 13: Wandgemälde malen. Ich bin gespannt, anzufangen. Haben Sie Tipps zum Malen von Wandgemälden? Auf jeden Fall. Die Vorbereitung ist entscheidend. Achten Sie darauf, die richtigen Materialien für die Oberfläche auszuwählen. Das klingt wichtig. Ich möchte, dass mein Wandbild lebendig aussieht und lange hält. Genau. Die Verwendung hochwertiger Farben wird das Ergebnis deutlich verbessern. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Gibt es Tipps zum Skizzieren des Designs im Voraus? Ja. Eine detaillierte Skizze hilft Ihnen,
das fertige Werk besser zu visualisieren und gibt Ihnen Orientierung beim Malen. Tolle Idee. Ich werde meine Schiedsrichterfähigkeiten üben, um sicherzustellen, dass alles perfekt aussieht. Und vergessen Sie nicht, Pausen einzulegen, Malen kann körperlich ziemlich anstrengend sein. Danke für die Tipps. Ich kann es kaum erwarten, meine Wandbildidee in die Tat umzusetzen. Lektion 14, leckeres Rezept. Die sind köstlich. Hast du ein Rezept? Ja, ich kann es später mit Ihnen teilen. Es ist eines meiner Lieblingsrezepte. Das klingt fantastisch. Ich würde gerne versuchen, sie selbst zu machen. Auf jeden Fall. Ich werde dir alle Zutaten und Schritte aufschreiben. Perfekt. Selbst zu kochen ist immer befriedigender als Essen zum Mitnehmen. Ich stimme zu. Außerdem können Sie die Aromen nach Ihren Wünschen anpassen. Ich kann es kaum erwarten, meine Freunde mit diesem neuen Gericht zu beeindrucken. Sie werden mit Sicherheit beeindruckt sein, es ist bei Versammlungen immer ein Hit. Vielen Dank fürs Teilen. Ich freue mich schon darauf, loszulegen. Lektion 15, Vorschläge sammeln. Tolle Idee. Wir können alle Vorschläge sammeln und gemeinsam entscheiden. Absolut. Es ist immer besser, Input von allen Beteiligten zu haben. Ja. Dadurch fühlt sich die endgültige Entscheidung inklusiver an. Ich stimme zu. Außerdem entdecken wir möglicherweise Optionen, an die wir noch nicht gedacht haben. Genau. Lass uns ein gemeinsames Dokument erstellen, damit jeder seine Gedanken hinzufügen kann. Das ist ein cleverer Ansatz. So bleibt alles organisiert. Sobald uns alle Vorschläge vorliegen, können wir diese in unserem nächsten Meeting besprechen. Perfekt. Ich bin gespannt, was sich alle einfallen lassen. Ich auch. Es wird interessant sein, gemeinsam verschiedene Ideen zu erkunden. Lektion 16, muntere sie auf. Ich dachte, es würde reichen, Rosen für sie zu pflanzen, um sie aufzumuntern, wenn sie krank ist. Das ist eine wirklich aufmerksame Geste, Blumen können jemandem wirklich den Tag verschönern. Genau. Ich wollte ihr zeigen, dass sie mir wichtig ist und dass sie nicht allein ist. Es ist wunderbar, wie viel Blumen ausdrücken können, ohne ein Wort zu sagen. Ja, und ich habe Rosen gewählt, weil sie Liebe und Hoffnung symbolisieren. Das ist perfekt. Sie heben die Stimmung und zaubern ein Lächeln aufs Gesicht. Ich hoffe, sie spürt die Wärme und Unterstützung, die diese kleine freundliche Geste ihr verleiht. Ich bin sicher, dass sie das tun wird. Es ist der Gedanke, der zählt, und Sie haben viel Herzblut hineingesteckt. Vielen Dank. Ich möchte ihr nur sagen, dass wir sie in dieser schweren Zeit wertschätzen. Lektion 17, Mount Majesty. Wussten Sie, dass der Berg mit stolzen 20,320 Fuß über dem Meeresspiegel einer der höchsten der Welt ist? Absolut, es ist atemberaubend, wenn man daran denkt, wie hoch das ist. Die Aussicht von oben muss spektakulär sein. Stellen Sie sich vor, Sie stehen dort, blicken auf die Wolken hinunter und fühlen sich, als wären Sie auf dem Gipfel der Welt. Das klingt aufregend, aber ich frage mich, wie schwierig die Wanderung sein würde, um solche Höhen zu erreichen. Es erfordert sicher viel Vorbereitung und Ausdauer, ganz zu schweigen von der richtigen Ausrüstung, um sicher zu bleiben. Ich kann mir nur vorstellen, welches Erfolgsgefühl man empfinden würde, wenn man nach einer so anstrengenden Reise den Gipfel erreicht.
Darüber hinaus machen die einzigartige Tierwelt und die Ökosysteme in großen Höhen das Abenteuer noch spannender. Ja, und die Luft dort oben ist so dünn. Es ist faszinierend, wie sich das Leben an solch extreme Bedingungen anpasst. Ich würde das gerne eines Tages erleben und den Nervenkitzel spüren, der entsteht, wenn man einen solch majestätischen Gipfel bezwingt. Lektion 18: Supermarktbesuch. Wie praktisch, dass der Supermarkt gleich um die Ecke ist, das macht das Einkaufen gleich viel einfacher. Ich stimme völlig zu. Ich habe vor, heute dorthin zu gehen, um ein paar wichtige Dinge für die Woche zu besorgen. Das klingt nach einer guten Idee. Welche Artikel stehen auf Ihrer Einkaufsliste? Ich muss mir für das Wochenende etwas Obst, Gemüse und vielleicht ein paar Snacks besorgen. Snacks sind unverzichtbar. Ich hole mir oft Chips und Dip für Filmabende. Genau. Außerdem entdecke ich dort gerne neue Produkte. Manchmal findet man dort sogar versteckte Schätze. Oh, auf jeden Fall. Haben Sie schon die neuen aromatisierten Sprudelwasser probiert? Sie sind erfrischend gut. Bisher noch nicht, aber ich werde die Augen offen halten. Es ist immer schön, etwas Neues auszuprobieren. Wenn du möchtest, kann ich dich begleiten. In Gesellschaft macht Einkaufen immer mehr Spaß. Lektion 19: Hawaii-Abenteuer. Oh, Hawaii klingt fantastisch. Die Strände, die Kultur und die atemberaubenden Landschaften machen es zu einem Traumziel. Ich weiß, oder? Was könnte man dort deiner Meinung nach unternehmen? Wir könnten im kristallklaren Wasser schnorcheln und das pulsierende Meeresleben unter der Oberfläche erkunden. Das wäre unglaublich. Ich wollte schon immer mit tropischen Fischen schwimmen und Korallenriffe aus der Nähe sehen. Und vergessen wir nicht das Wandern, die Wege führen zu einigen atemberaubenden Wasserfällen und Aussichtspunkten. Ja, ich habe Bilder von diesen Wasserfällen gesehen, sie sehen aus wie das Paradies. Außerdem konnten wir an einem traditionellen Luau teilnehmen, um die lokale Kultur und Küche kennenzulernen. Das klingt nach einer perfekten Möglichkeit, in den hawaiianischen Geist einzutauchen. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir nach einem Tag voller Abenteuer den Sonnenuntergang am Strand genießen. Lektion 20: Erschwingliche Optionen. Ich suche etwas Günstigeres für das Projekt. Ich bin für alle Optionen offen, solange sie in unserem Budget liegen. Das klingt vernünftig. Wir können gemeinsam verschiedene Lösungen erkunden. Ja. Manchmal können günstigere Optionen genauso effektiv sein. Genau. Lasst uns ein paar Alternativen finden, die unseren Bedürfnissen entsprechen. Gute Idee. Wir können Preise recherchieren und vergleichen. Ich werde online nach Angeboten suchen, mit denen wir sparen können. Perfekt. Und wir können auch andere um Empfehlungen bitten. Ich bin zuversichtlich, dass wir etwas finden werden, das für uns funktioniert. Lektion 21: Walderhaltung. Die Luft, die wir atmen, ist lebenswichtig und der Schutz der Wälder spielt eine entscheidende Rolle bei ihrer Erhaltung. Absolut. Ein weiterer Grund für den Erhalt der Wälder ist der Erhalt vieler verschiedener Pflanzen- und Tierarten. Ja, es ist faszinierend, wie die Artenvielfalt in Wäldern zur allgemeinen Gesundheit unseres Planeten beiträgt. Das ist tatsächlich so, jede Art spielt ihre eigene Rolle im Ökosystem und der Verlust einer Art kann einen Welleneffekt haben.
Genau, und Wälder wirken als natürliche Luftfilter, indem sie Kohlendioxid absorbieren und Sauerstoff freisetzen. Deshalb ist es so wichtig, die Menschen über die Bedeutung von Naturschutzbemühungen aufzuklären. Ich stimme voll und ganz zu, wenn es um den Schutz unserer Umwelt geht, zählt jede noch so kleine Aktion. Gemeinsam können wir andere dazu inspirieren, die natürliche Schönheit um uns herum zu schätzen und zu schützen. Apropos, wir sollten einen Ausflug in einen Nationalpark planen, um diese Schönheit aus erster Hand zu erleben. Lektion 22: Ein Hotel buchen. Ich muss für meine bevorstehende Reise ein Hotelzimmer buchen und möchte sicherstellen, dass es komfortabel ist. Sicher, wie viele Nächte werden Sie bleiben und welche Art von Annehmlichkeiten bevorzugen Sie? Ich werde 3 Nächte dort verbringen und hätte am liebsten eine Unterkunft mit kostenlosem WLAN und Frühstück inklusive. Das sind tolle Entscheidungen. Ein gutes Frühstück kann wirklich den Ton für den bevorstehenden Tag angeben. Auf jeden Fall. Außerdem ist es wichtig, online zu sein, um zu navigieren und in Kontakt zu bleiben. Haben Sie Online-Bewertungen gelesen? Diese können Ihnen bei der Auswahl des besten Ortes wirklich helfen. Ja, ich suche immer nach Orten mit hohen Bewertungen und positivem Feedback von früheren Gästen. Das ist clever. Es ist immer besser, vor der Ankunft zu wissen, was einen erwartet. Genau. Ich kann es kaum erwarten, meine Erlebnisse zu teilen, sobald ich von der Reise zurück bin. Lektion 23: Eine Reise planen. Es ist wichtig, sich im Voraus über Ihr Reiseziel zu informieren und Orte mit guten Bewertungen auszuwählen. Auf jeden Fall. So vermeiden Sie unangenehme Überraschungen auf Ihrer Reise. Darüber hinaus hilft Ihnen das Lesen von Rezensionen dabei, verborgene Schätze zu entdecken, die Sie sonst vielleicht nicht entdecken würden. Ja, und es ist auch eine tolle Möglichkeit, etwas über lokale Bräuche und Sehenswürdigkeiten zu lernen. Ich erstelle gerne eine Liste mit den Orten und Aktivitäten, die ich unbedingt sehen und unternehmen möchte, um sicherzustellen, dass ich meine Zeit Das ist optimal eine nutze. fantastische Idee. Vorausplanung kann das Gesamterlebnis deutlich verbessern. Und vergessen Sie nicht, sich über etwaige Veranstaltungen während Ihres Besuchs zu informieren. Es kann Spaß machen, daran teilzunehmen. Genau. Die Auseinandersetzung mit der lokalen Kultur macht das Reisen noch unvergesslicher. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich nur an all die Möglichkeiten für unser nächstes Abenteuer denke. Lektion 24: Frauenrechte. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich Frauen organisierten, um die Gesetze in Bezug auf Frauen und das Wahlrecht zu ändern. Absolut. Ihre Entschlossenheit und ihr Mut ebneten den Weg für zukünftige Generationen. Ja, es ist wichtig, die Kämpfe anzuerkennen, die sie für die Gleichberechtigung führen mussten. Sie kämpften unermüdlich, stießen oft auf erheblichen Widerstand, doch sie hielten durch. Ihr Erbe erinnert uns daran, dass Aktivismus für die Herbeiführung gesellschaftlicher Veränderungen von entscheidender Bedeutung ist. Auf jeden Fall. Heute können wir ihre Bemühungen würdigen, indem wir uns weiterhin für die Gleichberechtigung einsetzen. Jede Stimme zählt und gemeinsam können wir den Fortschritt in unserer Gesellschaft vorantreiben. Sorgen wir dafür, dass wir andere über diese wichtige Geschichte und ihre heutige Bedeutung aufklären. Einverstanden. Es ist wichtig, das Gespräch am Laufen zu halten und zum Handeln anzuregen. Lektion 25: Informationen sammeln. Ich benötige weitere Informationen zu der Veranstaltung, die nächste Woche stattfindet. Warst du übrigens schon einmal vor Ort? Nein, habe ich nicht. Ich möchte wissen, was mich erwartet.
Es ist ein toller Ort. Es gibt dort immer interessante Veranstaltungen. Das freut mich zu hören. Ich habe von Freunden positive Bewertungen gehört. Ja, und die Atmosphäre ist normalerweise lebhaft und einladend. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Kommen Sie rechtzeitig, es kann ziemlich voll werden. Danke für den Tipp. Ich werde auf jeden Fall rechtzeitig dorthin fahren. Lektion 26. Einsame Schicksale. Es ist erstaunlich, wie wenig die Welt über die einsamen Schicksale derer berichtet, die im Stillen kämpfen. Ja, tatsächlich. So viele Menschen ertragen ihre Nöte still und leise, überschattet von den vielen anderen Sorgen der Welt. Es ist, als würden ihre Geschichten im Lärm des Alltags untergehen und kaum die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Genau. Das führt oft zu mangelndem Verständnis und mangelnder Empathie für die Situation der Betroffenen. Wir sollten uns dieser verborgenen Erzählungen stärker bewusst sein und ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken und ihnen eine Stimme geben. Auf jeden Fall. Jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, und seine Erfahrungen sind genauso wichtig. Es ist wichtig, Räume zu schaffen, in denen diese Geschichten geteilt und anerkannt werden können. Ja, auf diese Weise können wir eine mitfühlendere und vernetztere Welt fördern. Gemeinsam können wir dazu beitragen, diese vergessenen Geschichten ans Licht zu bringen und andere daran zu erinnern, dass niemand wirklich allein ist. Lektion 27. Informiert bleiben. Es ist für uns von entscheidender Bedeutung, unseren Teil dazu beizutragen, die Verbreitung von Fehlinformationen in der heutigen Welt einzudämmen. Das stimmt wirklich. Wenn wir über aktuelle Ereignisse informiert bleiben, können wir bessere Entscheidungen treffen. Auf jeden Fall. Es liegt in unserer Verantwortung, mit Bedacht zu wählen und Kandidaten zu unterstützen, denen Wahrheit und Transparenz am Herzen liegen. Ja, die Stimmabgabe ist ein sehr mächtiges Instrument, sie gibt uns eine Stimme bei der Gestaltung unserer Gemeinschaft und unserer Zukunft. Wenn wir uns weiterbilden, stärken wir nicht nur uns selbst, sondern auch die Menschen um uns herum. Auf jeden Fall. Und wenn Sie diese Probleme mit Freunden besprechen, können Sie das Bewusstsein noch weiter schärfen. Verpflichten wir uns, zuverlässige Informationen weiterzugeben und andere zu konstruktiven Gesprächen zu ermutigen. Gemeinsam können wir eine besser informierte Gesellschaft schaffen, die Wahrheit und Integrität schätzt. Ich bin gespannt, welche positiven Veränderungen wir durch unsere Handlungen und Entscheidungen bewirken können. Lektion 28. Engagierte Köpfe. Die Teilnahme an Aktivitäten, die den Geist wirklich herausfordern, kann unglaublich erfüllend sein. Absolut. Es ist ein tolles Gefühl, etwas Neues zu entdecken, das die eigenen mentalen Grenzen erweitert. Ich liebe Rätsel- und Denksportaufgaben, sie regen mein Denken an und halten mich fit. Das ist eine tolle Möglichkeit, geistig aktiv zu bleiben. Ich lese gerne anspruchsvolle Bücher, die mich zum Nachdenken anregen. Ja, Literatur kann neue Perspektiven eröffnen und die Kreativität auf unerwartete Weise anregen. Es ist faszinierend, wie unser Geist durch solche herausfordernden Erfahrungen wachsen kann. Und der Austausch dieser Erfahrungen mit anderen kann zu bereichernden Diskussionen und Erkenntnissen führen. Genau. Gemeinsam können wir neue Ideen entdecken und unser Verständnis der Welt erweitern. Lassen Sie uns gemeinsam einen Plan schmieden, um ein neues Buch oder Puzzle in Angriff zu nehmen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie wir uns weiterentwickeln. Ethische Produktion. Ethisch hergestellte Produkte gewinnen auf dem heutigen Verbrauchermarkt immer mehr an Bedeutung. Absolut.
Die Menschen sind sich der Herkunft ihrer Produkte und ihrer Auswirkungen auf die Welt stärker bewusst. Ein weiterer Aspekt ist die Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks, die für eine nachhaltige Zukunft von entscheidender Bedeutung ist. Ja, die Wahl von Produkten mit minimaler Umweltbelastung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist inspirierend zu sehen, dass sich immer mehr Unternehmen zu ethischen Praktiken und Transparenz verpflichten. Auf jeden Fall. Die Unterstützung dieser Unternehmen ermutigt andere, ihrem Beispiel zu folgen und ihre Praktiken zu verbessern. Wir können uns und andere auch über die Bedeutung eines ethischen Konsums aufklären. Genau. Jeder Kauf kann eine Stimme für die Welt sein, in der wir leben möchten. Lassen Sie uns bewusst darauf achten, kluge Entscheidungen zu treffen und ethische Produkte in unserer Gemeinschaft zu fördern. Lektion 30: Notizen vergleichen. Ich glaube, das werde ich mir auch holen. Wir können uns später austauschen. Das klingt nach einer großartigen Idee, insbesondere da wir beide unterschiedliche Ansichten zu diesen Themen haben. Genau. Es wird interessant sein zu sehen, wie unsere Ergebnisse übereinstimmen oder sich unterscheiden. Außerdem könnte das Teilen unserer Notizen uns beiden helfen, den Stoff besser zu verstehen. Auf jeden Fall, und das Lernen macht mehr Spaß, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam in diese Sache einzutauchen. Ich auch. Es ist immer motivierender, gemeinsam mit einem Freund zu lernen. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren, um uns zu treffen und alles durchzugehen. Klingt nach einem guten Plan. Ich bin gespannt, was Sie entdeckt haben. Lektion 31: Kleidungsoptionen. Ich trage Größe M. Haben Sie welche auf Lager, die ich anprobieren könnte? Ja, wir haben einige Optionen in der Größe M verfügbar. Lassen Sie mich Ihnen einige unserer Stile zeigen. Das wäre super. Ich suche etwas Bequemes und dennoch Stilvolles für den Alltag. Ich verstehe das vollkommen. Komfort ist entscheidend, besonders wenn man etwas den ganzen Tag trägt. Genau. Ich bevorzuge Stoffe, die weich und atmungsaktiv sind, besonders bei wärmerem Wetter. Wir haben einige Baumwolloptionen, die genau das Richtige für Sie sein könnten. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Perfekt. Ich würde sie gerne sehen. Es ist immer schön, vielseitige Stücke in meinem Kleiderschrank zu haben. Schauen wir sie uns gemeinsam an und finden die perfekte Lösung für Sie. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen und freue mich darauf, etwas zu finden, das mir wirklich Spaß macht. Lektion 32: Gemeinsam ankommen. Gut, dann können wir nach dem Abschluss hier gemeinsam in die Ankunftshalle gehen. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Es wird schön sein, als Team durch den Flughafen zu navigieren. Genau. Reisen kann überwältigend sein, aber wenn man jemanden hat, mit dem man die Erfahrung teilen kann, wird es leichter. Mir geht es genauso, es ist beruhigend, an geschäftigen Orten jemanden an meiner Seite zu haben. Außerdem können wir uns gegenseitig mit unserem Gepäck und anderen wichtigen Reiseutensilien helfen. Auf jeden Fall. Und wir können uns während des Wartens auch unterhalten und unterhalten. Stellen wir sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen, bevor wir zur Ankunftshalle gehen. Gute Idee. Ich freue mich auf unser gemeinsames Abenteuer, es wird lustig. Auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, was uns am Zielort erwartet. Lektion 33: Ein Auto mieten.
Ich denke, dass es für uns während unserer Reise praktischer wäre, ein Auto zu mieten. Einverstanden. Es gibt uns die Freiheit, in unserem eigenen Tempo zu erkunden, ohne auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein. Genau. Ich werde mich nach Mietoptionen umsehen und schauen, welche Angebote wir für unsere Reisedaten finden können. Das klingt nach einem guten Plan. Mit dem Auto können wir alle Sehenswürdigkeiten, die wir sehen möchten, viel einfacher besuchen. Ja, und wir können unterwegs anhalten, wo immer wir wollen, was das Abenteuer noch verstärkt. Stimmt. Außerdem ist es für uns bequemer, gemeinsam in einem Mietwagen zu reisen. Ich werde nach Optionen suchen, die unbegrenzte Kilometerzahl bieten. Das gibt uns mehr Flexibilität. Tolle Idee. Wir sollten sicherstellen, dass wir für die Reise ein Fahrzeug bekommen, das unseren Bedürfnissen entspricht. Ich freue mich darauf, auf die Straße zu gehen und gemeinsam unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Lektion 34: Toilettenmechanik. Beim Spülen der Toilette strömt das Wasser auf faszinierende Weise heraus. Ja, es ist interessant, wie die Mechanik funktioniert, um alles effizient wegzuräumen. Und daneben hängt Toilettenpapier, sodass die Sauberkeit ganz einfach gewährleistet werden kann. Genau. Es ist für die Hygiene unerlässlich und es ist sehr praktisch, es immer griffbereit zu haben. Ich schätze es immer, wenn im Badezimmer alles richtig eingerichtet ist. Das macht einen Unterschied. Ja, ein gut gepflegtes Badezimmer kann das Gesamterlebnis jedes Raumes wirklich verbessern. Es ist erstaunlich, wie etwas so Einfaches in unserem täglichen Leben eine so wichtige Rolle spielen kann. Absolut. Wir sollten diese kleinen Annehmlichkeiten, die das Leben einfacher machen, wertschätzen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass unsere Räume sauber und funktional bleiben. Lektion 35: Mietpreise. Hast du die Mietpreise dort geprüft? Ja, ich habe online gestöbert, aber es ist ein bisschen überwältigend. Das kann ich verstehen. Die Preise können von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sein. Genau. Manche Gegenden sind für ihr Angebot überraschend teuer. Haben Sie Optionen gefunden, die Ihnen sinnvoll erscheinen? Ein paar, aber ich suche immer noch nach dem besten Angebot. Es ist sinnvoll, sich Zeit zu nehmen und verschiedene Angebote zu vergleichen. Auf jeden Fall. Ich möchte sichergehen, dass ich einen Ort finde, der meinen Bedürfnissen entspricht. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie bei Ihrer Suche Hilfe benötigen.